Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause G-Shock mal wieder. G-Shock feiert ja das 40-jährige Jubiläum nächstes Jahr. Und jetzt kommt eine Uhr nach der anderen raus. Und jetzt geht es um ein super Kooperationsmodell aus den 80ern. Schaut mal hier. Super Mario Bros. Darum geht's. Und hier ist das gute Stück. Hier seht ihr den kleinen Mario. Wieso diese gedeckten Farben? Was das alles einzeln zu bedeuten hat, gehen wir gleich drauf ein. Lasst bitte ein Abo da mit Glöckchen, ganz wichtig. Dann bekommt ihr eine Info, sobald das ausführliche Review in meinem Blog ist. So, und hier ist das offizielle Video zur Kooperation. Guckt euch das an. Geiler Sound, ne? Guckt, da ist er. Wer kennt's noch? Guckt euch die geile Verpackung an. Richtig cool, oder? Da war gerade schön die Schildkröte zu sehen. Da ist er in live. First up, gehe ich gleich überall drauf ein. Da ist er, der Kleine, rennt wie ein Ochse. Sehr geil, oder? 80er Jahre. Ja, da haben sich wirklich zwei der kultigsten Marken der 80er zusammengetan und diese coole Uhr veröffentlicht. Super Mario Bros. Super, oder? Echt die Knalleruhr schlechthin. (1985) kam das Spiel raus. Eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten auf den Konsolen. Ich bin ja Amiga 500, also ich komme von C64, Amiga 500, dann Amiga 1000 und dann klassisch PC. Ja, und alle Playstations hatte ich. Genau. Das Franchise ist bis heute noch beliebt. Ja, es gibt jetzt nicht Konsolen, Switch und so weiter, wo man den guten Mario spielen kann. Es soll ja 2023 sogar ein Animationsfilm erscheinen. Ich bin mal gespannt. Und ja, ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, dass die Schlacht, die stattfinden wird, auf dieses Modell riesig groß sein wird. Nach meinen Infos kommt die Uhr weltweit raus und da es sich auch um eine limitierte Edition handelt, können wir davon ausgehen, ruckzuck weg, leider, für diejenigen, die zu spät kommen. So, jetzt aber zur Uhr. Hier seht ihr schön die rote Lünette, das soll Mario repräsentieren. Und die goldenen Schriftzüge hier, Protection und G-Shock, sind die Goldmünzen. Kommen auf jeden Fall die Farben aus dem Spiel wieder. Das hellblaue Zifferblatt der Uhr, Super Mario Bros. Und die Uhrenbeschriftung in der bekannten Nintendo-Schriftart. Sowie hier schön zu sehen, dem Koopa Troopa Schildkrötenpanzer. Jeder, der es gespielt hat, kennt auch den Schildkrötenpanzer. Ja, der ragt so ein bisschen hier in das LCD-Display rein. Finde ich ziemlich cool gemacht. Die Hintergrundbeleuchtung, die kann man jetzt hier nicht so gut sehen. Ich zeige euch hier mal ein Foto. Da seht ihr sehr schön ein Bild vom springenden Mario. First Up, was für ein verdientes Extraleben steht. Jeder, der es gespielt hat, wie gesagt, kennt auch First Up. Und das finde ich eine super coole Idee, weil das Extraleben, das war immer ganz besonders, sonst kam man meistens nicht durch. Es sei denn, man kannte das Spiel in- und auswendig, aber auch dann war es ziemlich schwierig. Das braune Band ist mit dem schönen Muster aus einem 8-Bit Mario-Bild bedruckt. Von Weitem sieht es so aus wie so ein NATO-Band. Schaut man aber genauer hin, sehen wir hier schön den kleinen Mario. 8-Bit-Pixel-Grafik. Ziemlich geil, ziemlich 80er-Jahre-Style. Sehr geil gemacht.
Auf dem roten Band hier zu sehen, ich hoffe ihr könnt es sehen, ist nicht IE oder ähnliches, sondern das ist das Kronensymbol, das echte Mario-Fans als Symbol der 10 Leben auf dem Bildschirm vor dem Level erkennen werden. Wer kennt es? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das so schon mal gesehen habe in dem Spiel. Es ist aber auch schon ewig her. Der Gehäuseboden ist mit einer Lasergravur versehen. Ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Ihr seht hier auch so ein leichtes, dezentes S in der Mitte für Sample-Modell. Das ist natürlich bei der gekauften Version nicht der Fall. Ihr seht hier schön einen fallenden Mario und ein Koopa Troopa. Das ist so das Klassische, was man sich ausgedacht hat, was hier mit auf die Rückseite soll. Die DW5600 basiert ja auf der ursprünglichen G-Shock-Form der 1983 erschienenen DW5000 und ich bin ja nach wie vor großer Fan dieses Gehäusedesigns, wisst ihr ja. Ja, und ich finde es super, dass man das hier auch reingebracht hat. Zu den technischen Daten: 200 Meter Wasserdichtigkeit, 100 Sekunden Stoppuhr, Countdown-Timer, Multifunktionsalarm, Blitzalarm, Hintergrundbeleuchtung etc. Die ganzen Specs werdet ihr dann noch in meinem ausführlichen Review im Blog sehen. Das Review geht heute oder morgen online. Lasst ein Abo da, dann bekommt ihr sofort eine Info, sobald es losgeht. Ich werde es in die Community posten. Coole Uhr, ich mache sie mal ans Handgelenk. Ist also genug Platz. Ich habe sie jetzt mal ziemlich straff drum gemacht. Ja, hat was, ne? Echt 80er Jahre Charme. Die Idee mit Mario hier drauf im 8-Pixel-Design finde ich richtig klasse. Ja, tolle Uhr, hat was. Fällt auf, hat nicht jeder. Will bald jeder haben. Seht zu, dass er eine bekommt. Der Preis liegt ungefähr bei $150, beziehungsweise 149 € in Deutschland. Die Uhr soll am 8. in den Verkauf gehen. Ich werde euch hier informieren in den Kommentaren, sobald ich hier genauere Infos habe. Schaut also mal wieder rein, damit ihr dann auch dort den Link findet in den Shop. Hier auch nochmal die klassischen Pieptöne. Passt jetzt natürlich auch ziemlich cool, weil das waren ja so die einzigen Tönchen, die wir in den 80er hatten. Ne? Piep, piep, quietsch, njank, njuk. Schön zu sehen, die goldene Schrift, die Goldmünzen. Koopa Troopa Schildkrötenpanzer. Die typische Nintendo-Schrift. Da ist der kleine Kollege. 8-Bit. Cool, oder? Ich find's mega. Mega! Hier seht ihr auch mal ein Bild von der Verpackung, weil bei meinem Sample-Modell war keine Verpackung dabei, deswegen konnte ich jetzt auch kein Unboxing machen. Und wie findet ihr die Uhr? Knaller, oder? Die Kooperation finde ich richtig gut. Gerade aus den 80ern, passt super zum 40-Jährigen. Ich gehe mal davon aus, dass die Uhr ratzfatz ausverkauft ist. Ist ja bei vielen Kooperationsmodellen bei G-Shock so. Sind ja in der Regel fast immer alle limitiert und ruckzuck sind sie weg und dann tauchen sie auch kaum irgendwo wieder auf. Die meisten legen sich die wahrscheinlich in die Schublade. Ich denke, die wenigsten werden sie tragen. Dann noch eine kurze Info. Ab heute ist die neue Frogman im Casio Shop erhältlich. Auch eine Special Edition. 30 Jahre Frogman.
Ich hatte die Frogmans so vorher noch nie so auf dem Schirm. In Kürze ist das Video online, die Fotos habe ich schon gemacht, der Review-Text ist auch schon geschrieben. Ich werde das diese Woche noch veröffentlichen, es lohnt sich also wieder reinzuschauen. Und deswegen Abo nicht vergessen mit Glöckchen, dann bekommt ihr sofort eine Info, wenn es losgeht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich gerne über ein Like und auf euren Kommentar, wie ihr diese Kooperation findet. Auch gerade in Bezug auf das 40-Jährige von G-Shock. Und kennt ihr überhaupt alle Super Mario? Wo habt ihr es denn gespielt? Auch in den 80ern, in den 90ern, auf der Switch, auf whatever? Das würde mich auch mal interessieren. Kommen da Kindheitserinnerungen in euch hoch oder was verbindet ihr mit Super Mario? Lasst gerne einen Kommentar da, ich freue mich auf die Diskussion. Bis dahin, ich wünsche euch was, macht's gut, ne? Bis demnächst. Ciao.